Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 3D Printing to You. Dieses Video wollen wir nutzen, um einige offene Zuschauerfragen zu erklären. Zuletzt haben uns vermehrt Fragen zu den Cura-Konfigurationen, den Druckparametern und der Druckqualität des Tronxy X5S erreicht und dieses Video nutzen wir, um diese kurz zu erläutern. Beginnen wir mit den Cura-Einstellungen. Wahrscheinlich sind hier aufgrund des besonderen Aufbaus des Tronxys Fragen entstanden. Es handelt sich bei dem Drucker um einen Core XY Drucker. Hierbei sind zwei Motoren statisch am Rahmen des Druckers befestigt, die parallel betrieben werden, um Bewegungen in X- oder Y-Richtung durchzuführen. Mittig befindet sich ein Schlitten, auf dem der Extruderkopf sitzt. Das Verlegen der Zahnriemen ist etwas komplizierter als bei einem RepRap-Drucker, in einem beigelieferten Video allerdings genau erläutert. Mit den folgenden Formeln können nun die Bewegungen des Extruderkopfes in die jeweiligen Achsrichtungen bestimmt werden. An einem Beispiel kurz gezeigt, bewegen sich beide Motoren gleichzeitig mit der gleichen Geschwindigkeit in Uhrzeigersinn, wird effektiv eine Bewegung in X-Richtung durchgeführt. Ein Core XY Drucker soll folgende Vorteile mit sich bringen. Die bewegten Massen sind im Vergleich zu einem RepRap Drucker geringer. Beim A-Net muss zum Beispiel in Y-Richtung das Gewicht der gesamten Druckplattform bewegt werden. Beim Tronxy hingegen sind alle Antriebe statisch am Rahmen befestigt und in der kompletten XY-Ebene wird nur der Druckkopf plus Führungsschlitten bewegt. Somit sind theoretisch höhere Geschwindigkeiten im Druckprozess möglich, da die Massenträgheit abnimmt. Das bedeutet, gerade bei einem größer werdenden Druckbett lohnt sich der Einsatz von Core XY Druckern. Trotz der besonderen Kinematik sind die Cura-Einstellungen für den Tronxy kein Hexenwerk und ihr müsst keinerlei Berechnung vornehmen. Cura verarbeitet die Geometrieinformationen eures CAD-Modells zu einem G-Code. Dieser enthält Informationen über Achsbewegungen und weitere Maschinenbefehle. Die Firmware des Druckers verarbeitet den G-Code und steuert die benötigten Antriebe an. Es ist somit nur wichtig, darauf zu achten, vorher die benötigte Firmware in Cura auszuwählen, sonst kann es zu Fehlern in eurem Druckprozess kommen. Solltet ihr bisher noch nicht mit Cura gearbeitet haben, schaut euch zunächst unser Grundlagenvideo am Beispiel des A-Net A8 an. Hier erklären wir alle wichtigen Funktionen, die ihr zum Bedienen benötigt. Ansonsten zeige ich euch jetzt schnell, wie ihr den Tronxy X5S 400 hinzufügen könnt. Beachtet hier, es gibt verschiedene Versionen des Druckers und wir haben die mit 400 mm Bauraum. Ihr geht zuerst über Einstellungen, Drucker hinzufügen, auf benutzerdefinierten Drucker und könnt hier unten euch einen beliebigen Namen für euren Drucker eingeben. Tronxy X5S 400. Dann gehen wir auf Drucker hinzufügen und bekommen jetzt gleich das Fenster, in dem wir alle benötigten Parameter eingeben müssen. Bei uns, wie gesagt, wir haben den Bauraum von 400 x 400 mm in X- und Y-Richtung und genauso auch 400 mm in Z-Richtung. Unsere Bauplattform für die Drucke ist rechteckig und ein Heizbett ist vorhanden. Das bedeutet, hier ist es wichtig, Heizbett einen Haken zu setzen. Als nächstes müsst ihr den Start- und den End-G-Code vorgeben. Hierzu könnt ihr erstmal den Start- und End-G-Code löschen und einfach unten aus unserer Videobeschreibung den G-Code per Copy and Paste einfügen. Wichtig ist auch noch zu prüfen, ob ihr die richtige Firmware ausgewählt habt. Auf dem Tronxy ist Marlin installiert. Das hier bitte nochmal prüfen, dass das richtig ausgewählt ist. Die Druckkopfeinstellungen setze ich alle auf 0. Die sind nur notwendig für die Funktion, wenn ihr einmal mehrere Druckaufträge auf einmal auf der Plattform habt und sagt, ihr wollt die nacheinander aufbauen, nicht parallel. Ich habe die Funktion selbst noch nie verwendet, deshalb setze ich hier alle Parameter auf 0. Und als allerletztes prüft ihr noch bei Extruder, ob ihr den richtigen Durchmesser für eure Nozzle angegeben habt mit 0,4 mm. Achtet auch hier dabei drauf, kein Komma zu verwenden, sondern einen Punkt und ob euer Materialdurchmesser bei 1,75 mm ist.
Ist das alles eingegeben, könnt ihr auf Finish klicken und dann seht ihr hier oben rechts, dass jetzt der Tronxy X5S 400 erstellt wurde. Wir haben zunächst einen Out-of-the-Box Banshee-Test mit dem Tronxy durchgeführt und diesen mit dem ARNET A8 verglichen. Dazu haben wir eine Schichtdicke von 0,3 mm gewählt, eine Drucktemperatur von 200 Grad. Die Heizplatte haben wir nur auf 33 Grad gestellt, da sie beim Tronxy sehr groß ist und nur sehr langsam erhitzt und auch kaum über 40 bis 45 Grad erhitzen kann. Beim ARNET A8 hatten wir hier die Temperatur natürlich höher gestellt und bei beiden Druckern haben wir eine Geschwindigkeit von 50 mm die Sekunde verwendet. Und hier seht ihr das Ergebnis des Tests. Man muss sagen, dass dafür, dass wir beim Tronxy noch keinerlei Optimierung vorgenommen haben, die Druckqualität schon sehr überzeugend ist. Nachteile, die uns beim Tronxy aufgefallen sind zum einen die Riemenführungen, die nicht ganz parallel auf dem Aufbau verlaufen und hier noch Potenzial besteht, Reibungen zu verringern. Der größte Nachteil ist allerdings die Unebenheit der mitgelieferten Auflage des Heizbettes. Diese Unebenheiten führten dazu, dass bei Drucken über einen großen Bereich keine gleichmäßige Haftung erreicht werden konnte. Wir haben uns daher direkt eine 400 x 400 mm Glasplatte bestellt, die die Haftung bei großen Bauteilen verbessern konnte, das Problem allerdings noch nicht komplett gelöst ist. Wir arbeiten gerade an einer Lösung, wie ihr auf eurem Tronxy auch große Bauteile problemlos drucken könnt. Wir hoffen, das Video war hilfreich und freuen uns über jeden Daumen nach oben.